Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen BMW F30, 135 kW, Baujahr 2013, Diesel 2 Liter, aber wichtig ist hier das Baujahr. Und wie man im Titel lesen konnte, Hupe-Defekt, eventuell ist sie ja auch bei dir kaputt, deswegen guckst du dir das Video an. Und mittlerweile ist es ja so, es ist immer schwieriger, Schaltpläne zu bekommen, es ist immer schwieriger, Sicherungsbelegungen zu bekommen, wo was sitzt. Und hier ist der Fall, dass die Hupe schon ausgetauscht wurde, die Sicherung schon ausgetauscht wurde und es immer noch dazu kommt, dass die Hupe ab und zu defekt ist. Ist auch eine etwas bekannte Krankheit. Hier ist das Problem, dass sehr wahrscheinlich Scheibenwischwasser auf die Hupe gelaufen ist oder läuft. Dadurch die Hupe eventuell Kurzschluss macht und deswegen immer die Sicherung rausfliegt. Da haben wir ein separates Video zu. Scheibenwischwasserverlust, könnt ihr euch einfach mal reinziehen, da werdet ihr das ein oder andere sehen. Hier geht es speziell einfach nur darum, wo sitzt die Sicherung bei dem Modell, um die Sicherung zu prüfen. Und wir werden auch mal so ein Bild einblenden, wo die Hupe sitzt. Er hat zwei Hupen, links und rechts. Die Radhausschalen abmachen, dann kommt ihr an die sehr gut dran. Und einfach mal so ein Infovideo, wo bei dem Fahrzeug wo was sitzt, wenn man sich mit dem Thema Hupe beschäftigen möchte. Ja, und was man dazu alles ausbauen muss, würde ich euch sehr gerne zeigen und ich würde sagen, los geht's. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Kommentare etwas abgenommen haben und deswegen haben wir uns überlegt, für die, die fleißig Kommentare schreiben, haben wir überlegt, dass wir immer und beziehungsweise mir fehlt auch immer so ein bisschen der Content, den wir live machen können und deswegen habe ich mir Folgendes überlegt, für die Leute, die fleißig am Kommentare schreiben sind, dass wir da ein Gewinnspiel machen, dass immer zum Ende des Monats wir ein Gewinnspiel machen für alle Kommentare, die in die Videos gemacht werden. Das heißt, egal unter welches Video ihr Kommentare schreibt, kommt ihr automatisch mit in die Verlosung mit rein oder macht ihr automatisch beim Gewinnspiel teil. Und da haben wir uns Folgendes überlegt, 50€ Gutschein könnt ihr euch dann aussuchen. XXL Automotive Gutschein oder Amazon Gutschein werden wir dann mit euch schon ausmachen. Und das Ganze wird dann immer zum Ende des Monats, das heißt zum 30. oder zum 31. endet das Gewinnspiel und fängt dann immer automatisch am 1. des Monats an. Und da könnt ihr dann gerne unten in die Kommentare, nicht nur unter dieses Video, egal welches Video in diesem Monat rauskommt, da könnt ihr Kommentare schreiben und macht beim Gewinnspiel teil und im Livestream am 30., 31. Wir werden immer diese Livestreams vorab ankündigen, wann die starten und wie viel Uhr, wo ihr dann automatisch zugucken könnt oder ihr werdet dann per YouTube benachrichtigt. Also mittlerweile schon alles sehr, sehr heftig versteckt. Ihr nehmt die Zierleiste, ihr nehmt die Abdeckung ab, dann nehmt ihr die Abdeckung ab und schraubt diese Abdeckung ab. Ich zeige gleich alles, wo das sitzt. Da sitzt nämlich noch eine Schraube und dann könnt ihr die Abdeckung abmachen vom Sicherungskasten bzw. vom Steuergerät. Und wo sich das Ganze befindet, zeige ich euch. Und das Ganze befindet sich auf der Beifahrerseite. Das heißt, die Abdeckung einmal ab, die Abdeckung einmal ab und hier sitzt das Steuergerät, wo quasi das Relais ist intern drin für die Hupe. Und hier an der Seite, hier ist dann diese Abdeckung dran geschraubt, die macht man ab und dann kann man hier die Sicherungen sehen. So, da sieht man dann die Sicherung. Diese Sicherung hier unten, ich zeige euch das mal. Die Sicherung hier, die ist für die Hupe zuständig, die 15 Ampere. Ja, fokussiert jetzt nicht. Und diese Sicherung ist die Sicherung für die Hupe, bei dem Modell jetzt speziell. Bei euch kann das eventuell variieren, aber hier einfach mal alle Sicherungen prüfen. Und hier ist es die F14 Sicherung, die dafür zuständig ist. Und das Ganze sehr, sehr versteckt, wo man schon ein bisschen was ausbauen muss. Zu empfehlen ist es, die Abdeckung hier auch abzumachen,
weil sonst man die Abdeckung hier, die seitliche Abdeckung nicht vernünftig abbekommt. Das sind nämlich zwei Klammern oder zwei Clips, die brechen dann natürlich sehr gerne ab, wenn man das Ganze hier mit Gewalt abmacht. Das vorab, also die Abdeckung auch abmachen. Ich muss dazu sagen, hier waren vorher schon Kollegen dran, die Clips sind schon kaputt. Und wenn die eh schon nicht mehr da sind, es hält auch ohne. Aber vernünftig ist es, die Abdeckung auch abzunehmen. Aber hier befindet sich das Ganze und hier befindet sich auch das Steuergerät, wo es weiter durchgeht zur Hupe. So, und das Ganze einmal prüfen, ob die Sicherung bei euch heile ist. Ja Leute, so kann das Ganze einmal aussehen. Es ist wirklich ein kurzes Video. Es gibt aber, also wenn ihr die Sicherung gecheckt habt und die Sicherung bei euch kaputt ist, dann natürlich ersetzen, nochmal hupen, Lenkrad mal hin und her bewegen, drehen und die Lenkradverstellung hin und her bewegen, weil dort gibt es auch Kabelbrüche. In dem Fall haben wir es jetzt nicht, deswegen macht es wenig Sinn, dass ich das jetzt einfach nur aufmache, um euch das zu zeigen. Und dann natürlich Auto hochheben, eventuell die Hupen abklemmen, nochmal betätigen oder die Hupen auf Verdacht austauschen. Wir werden mal von dem Wischwasser-Video die Hupen mal so ein bisschen einblenden, damit ihr das seht. Und ja, da befindet sich die Sicherung, da befindet sich der Sicherungskasten, der Steuergerät. In dem Steuergerät intern ist das Relais, was die Hupe ansteuert. Das hört ihr immer so ein Klackern. Wenn die Hupe hupt, dann klackert das da. Wenn es klackert, ist schon mal ein gutes Zeichen und die Hupen nicht funktionieren, dann auf jeden Fall vorne hingehen, Radhausschale ab oder die Abdeckung unten, dann kommt ihr unten dran an die Stecker, um zu messen, ob Strom ankommt. Wenn Strom ankommt, dann die Hupen austauschen. So, ihr habt dann an der Hupe ja natürlich einmal die Plusversorgung und die Masseversorgung für die Hupe. So, Masse wird über das Lenkrad geregelt. Wenn ihr dann auf die Hupe drückt, dann gebt ihr quasi der Hupe Masse. Und auf dem anderen Pin, die Plusversorgung, das kommt dann quasi von der Sicherung durch das Relais, quasi durch das Steuergerät an die Hupe. Das bedeutet, wenn ihr Plus dran habt, es aber immer noch nicht hupt, dann habt ihr masseseitig ein Problem. Wenn ihr aber keine Plusversorgung habt, dann habt ihr steuergerätseitig ein Problem. So, das dazu und ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen, weil spätestens beim TÜV werdet ihr merken, dass das Fahrzeug TÜV nicht durchkommt, weil die Hupe nicht funktioniert. Ja, ich würde sagen, schreibt bitte alles unten in die Kommentare und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, bis zum nächsten Mal. Tschüss!